Alrighty then, Leute, und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Shakes and Fidget und heute mit dem zweiten Teil, speziell auch zum Finale des Elevators. Wir haben uns im ersten Teil ja EU10 angeguckt und jetzt möchte ich zwei Server mir anschauen, nämlich Server EU9 und Server EU8. Ja, Server EU8 haben wir ja auch so ein bisschen eine Gildenanalyse, auch die habe ich wieder etwas modernisiert, aktualisiert, gucken wir uns an, Top 20, aber vorher machen wir noch ein Ding zu EU9. Ja, auf EU9 bin ich hier im Elmo-Clan. Ich muss ganz ehrlich sagen, was auf EU9 so passiert ist, ist schon irgendwie ein bisschen lustig, denn mein Ziel war es, ursprünglich zu sagen, ich spiele EU9, bis der Helle wieder vorbei ist. Ja, und ich war ja bei Asen unterwegs und Asen hat sich, nachdem dann doch ein paar Spieler ja auch zu Top-Gilden gewechselt sind, im Prinzip, ja, hatte sich so ein bisschen aufgelöst. Da waren nur noch gefühlt 7 oder 8 Leute unterwegs. Ja, die Gilde ist jetzt komplett, also die gibt es noch, ist übernommen worden. Momentaufnahme ist da sogar noch am Start und mittlerweile ist die Gilde auch wieder fast voll. Ja, ich bin halt geliebt, als es nur noch 6, 7 Leute waren und wollte einfach nur irgendwie meine Elevator-Performance so ein bisschen nutzen, um einer kleineren Gilde zu helfen. Ja, also in der Gilde hier, die Anzeige ist ja wieder falsch. Ich war auf 112 Floors am letzten Tag noch hochgespielt und habe damit hier 24.000 Held-Tokens mit reingebracht in diese Gilde. Ja, was fast doppelt so viel war als der zweitbeste und ja, keine Ahnung, das hat jetzt dazu geführt, dass die Gilde zumindest im Rangbereich, na, obwohl, die wären auch ohne mich im Reward-Bereich 16 gewesen. Auch hier gibt es sogar einen legendären Stein. Muss man sich mal anschauen, ja. Claim ich natürlich, ne? Und ja, 298 hat er jetzt die Stärke. Das liegt natürlich auch so ein bisschen an der Gilde und ja, keine Ahnung. Also EU9 werde ich jetzt auch entsprechend, also höchstwahrscheinlich aufhören. Ja, witzig war auf jeden Fall, man sieht es ja hier, ja, ich habe einige Anfragen bekommen, sogar Hayes hat mich wieder zurückinvited. War eigentlich auch mal ganz witzig, mal wieder das zu sehen. Und ja, zuletzt hat mich Romcheck in die Gilde Terminators, ja, die sind immerhin 171. am Elevator geworden. Keine Ahnung, also das so viel zu EU9. Ich finde es ein bisschen schade, Asen war auf jeden Fall prädestiniert, auch eine Top 5 Gilde zu sein auf dem Server und ja, schauen wir natürlich nochmal final auch rein im Guild-Ranking. Da klappt es ja mit der 1 Survey Cops auf der 1 Lämmerlegenden, auf der 2, ich weiß gar nicht, Lämmerlegenden, der El-Chef, wie er auf Twitch das ganze Event ja, betreut. Man sieht ja auf jeden Fall auch, dass sie mit Abstand die Top 2 Gilden sind auf dem Server. Das ist sehr knapp, auch unter diesen beiden Gilden. Also das bleibt spannend. Kampf um Platz 3, Villain Factory hat ihn gewonnen. Demur auf der 4 und dann, ja, die anderen Gilden, die jetzt hier bis in die Top 20 gehen, sage ich mal, da könnte man jetzt schauen, und, dass die auch Potenzial haben, weiterhin relativ weit oben zu spielen, aber die Erfahrung zeigt mir doch, dass wahrscheinlich die ein oder andere Wechsel dann zum nächsten Helle wieder passieren könnte, wenn die Gilden natürlich, ja, das geht natürlich hier wieder nicht, weiterhin ja, Spieler so ein bisschen hin und her traden, aber das ist auch ganz normal. Ja, wir haben ja im Moment auch hier den Zweikampf dieser beiden Gilden. Also das passt eigentlich ganz gut. Chicago hier auf der 4 waren nur beim Elevator 5. Ja, die Legenden 6 in der Ehrenhalle, 8 im Elevator. Da, ja, Shadow Syndicate 10. Also hier gibt es auch kleine Verschiebungen im Großen und Ganzen, aber ja, in den Top 20 keine Riesenüberraschung, möchte ich sagen. Ja, obwohl, na, 2 Gilden, die nicht im Elevator Top 20 geworden sind. Aber es ist ja auch schon wieder ein paar Tage her. Ja, also so viel zu EU9. Kommen wir mal zu EU8. Ich würde hier mal gerne erstmal in die Heroes schauen. Da wird natürlich, oh, die 1 klappt, super geil. Da sieht man natürlich, dass Freedom weiter am Start ist. All That Matters. Stammtisch Himmelskrieger hin und wieder hier in der Ehrenhalle dabei. Wir haben ja sehr viele Spieler jetzt mittlerweile hier in der Dungeon Pause. Also, boah,
wüsste gar nicht. Ich denke, Capso wüsste es, wenn ich ihn fragen würde, wer jetzt hier nicht in der Dungeon-Pause ist. Aber der Server ist insgesamt nicht so schlecht. Wenn man mal in die Top-List des Elevators guckt, hat es der Server mit 3 Gilden geschafft, über 2 Millionen Elevator-Punkte zu farmen. Damit ist er genauso stark wie Server 6 EU zum Beispiel und nur minimal schwächer als Server 7 und Server 4 EU, als auch Server 2 EU, die jeweils 4 Gilden mit über 2 Millionen Gildenhallenpunkten, Gildenhallenpunkten, Elevator-Tokens erspielt hat für diesen Elevator. Also das ist schon mal nicht schlecht. Ja, witzig, auch andere Server wie zum Beispiel S41 oder auch S39 haben es auch nur mit 3 Gilden geschafft. Also da sieht man mal, die Gilden sind ja 3 Jahre älter, 4 Jahre älter oder noch sogar älter. Also das ist auch schon ein bisschen verrückt, möchte ich mal sagen. Aber so ist es halt. So ist es halt. Ja, und das ist die aktuelle Tabelle für EU9. Ich habe jetzt ein paar Gilden rausgenommen. Die Nachtwache unter anderem, zum Beispiel Gummibärenbande. Die gibt es gar nicht mehr. Eine Gilde ist neu hinzugekommen, die Pilzhasser. Die sind für Black Friday reingerutscht sozusagen. Also es sind jetzt knapp nur noch 21 Gilden. Die Holzfällerhütte ist noch mit drin, denn sie war beim letzten Mal dabei. Beim Elevator jetzt nicht so stark aufgeploppt, aber von den Werten her und auch von der Ehrenhallenpunkte her haben sie es noch weiterhin geschafft, in die Top 20 zu kommen. Es gibt sicherlich 3, 4 Gilden, die haben etwas stärkere Average-Level, sind auch im Elevator weitergekommen, aber Holzfällerhütte bleibt drin. Die hatten mitunter auch mit eine sehr gute Woche. Also die Werte passen auch, gehen steil nach oben. Die grünen Werte sind so die Top 5 Werte im Hall of Fame Bereich und oder beziehungsweise im Hall of Night Bereich und auch im Progress Level Bereich. Dementsprechend passt das für mich. Was auf jeden Fall auffällt, ist, dass ich, glaube ich, hier einen falschen Wert eingetragen habe bei Uska Sonova. Ja, und das Ganze haben wir jetzt nochmal korrigiert. Also die Pilzhasser jetzt neu dabei, vom Durchschnittswert her stärker als Holzfällerhütte zum Beispiel. In der Ehrenhalle noch niedriger, aber sie waren im Elevator auch Rang 18. Also hier jetzt hinter den Top 20 noch mit diesem Wert. Ja, im Elevator könnten sie es auf jeden Fall hoch schaffen. Sie sind für Black Friday reingerutscht. Black Friday habe ich auch gar nicht mehr gefunden. Also ja, Pilzhasser könnte interessant sein. Holzfällerhütte natürlich mit dem schlechtesten Wert insgesamt vom Level von der Hall of Night, aber mit dem Progress hier bin ich guter Dinge, dass sie das beim nächsten Mal auch gut packen. Sind beim Elevator, wie gesagt, auch ein bisschen abgefallen. Ja, dafür kann es verschiedene Gründe geben. Nicht so levelhohe Spieler in der Spitze. Das, was Durchschnittslevel auch ein bisschen mitzeigt. Oder auch der Pilzeinsatz, die Aktivität können Gründe sein für ein schlechteres Elevator-Ergebnis. Ja, dann Brave auf der 19. Die sind auch beim Elevator 19. geworden. Das passt also auch die mit einem guten Progress. Ich sage es immer wieder dazu, die Gilden, die weiter unten stehen, die haben es natürlich einfacher, einen besseren Levelfortschritt im Durchschnitt zu schaffen oder auch bei der Hall of Night, weil sie eben auch nachholen müssen. Trotzdem guter Wert, genauso wie Scharnevasi. Scharnevasi eigentlich sehr gut unterwegs gewesen. Das kann ich wegmachen, die sind zu 50 Leuten unterwegs. Ja, die sind im Elevator auch 17. geworden, damit vom Rang sogar besser als in der Hall of Night. Könnte auch ein Wink sein, dass es bei denen ganz gut läuft. Setzten sich da zum Beispiel gegen Requiem Aeternern durch, die noch in der Hall of Night Vorteile haben, aber vom Progress her nicht so gut unterwegs waren und beim Elevator nur 20. Und die nächste Gilde hier, Cielkowice, das ist irgendwie ein Fragezeichen. Also die waren beim letzten Mal schon 49. Die sind jetzt 48 nur gewesen gerade. Haben dementsprechend auch nicht so eine starke insgesamte Hall of Night. Vom Level her passt es immer noch. Beim Elevator waren sie aber 14. Also besser als ihr Rangbereich mit 16. Trotzdem nur 48. So richtig sehe ich da gerade nicht durch. Sharks and Stuff war knapp dahinter auf der 15 im Elevator. Bei denen sieht es recht stabil aus mit 50 Leuten. Haben die meiste Hall of Night geschafft von allen Gilden Topwert. Vom Level her den zweithöchsten Wert. Also ich glaube, bei denen lief es. Ja, zuletzt habe ich vor ungefähr 4 Wochen die Gilden verglichen. Also die hatten echt eine gute Zeit hier. Die Legions sind ein bisschen zurückgefallen. Die haben auch vom Ehrenhallenabstand jetzt zu Sharks and Stuff zum Beispiel oder auch, ja, vor allen Dingen zu Sharks and Stuff jetzt von über 140 Punkten sind sie nur noch bei 20 Punkten on top. Also hier
muss man davon ausgehen, dass Sharks and Stuff zum Beispiel V-Legions überholen wird über kurz oder lang. Wenn es so weitergeht, trotzdem waren die V-Legions stabil. Rang 16 im Elevator, also die kämpfen knapp um die Platzierung in den Top 15 weiterhin. Und eine Gilde, die auch sehr interessant unterwegs war, Ponat Limit. Ponat Limit hat wirklich in allen Bereichen sehr stark performt. Im Durchschnittslevel, in der Hall of Night. Sie waren erst 49, sind 50. Rang 13 in Elevator erreicht. Sind in der Ehrenhalle Rang 14. Sie waren in der Ehrenhalle wirklich deutlich schwächer. Sie waren gerade so in den Top 25 beim letzten Mal. Also die haben sich wahrscheinlich deutlich verstärkt oder die Leute haben stark gepusht. Das sieht man wirklich. Also ja, die sind stabil in den Top 15 aktuell. Und ja, der Abstand zu Rang 10 im Elevator ist jetzt auch nicht mega riesig. Also wer weiß, ob das sogar noch weiter nach oben geht bei denen. Ja, und Shadow Syndicate gehört zu den Gilden, die sich den Ponat Limits auch erwehren müssen. Die haben überall Rang 12, also die sind stabil. 12. Platz nach wie vor. Und ja, Gildenfights zwischen den beiden Gilden könnten interessant sein, weil das ist auch der nächste sozusagen auf der Hall of Fame-Liste für Ponat Limit, als sich Shadow Syndicate da durchsetzen kann. Keine Ahnung, werden wir beim nächsten Mal auf jeden Fall sehen. Und danach, mit ein bisschen Abstand, kommt Antaiko. Antaiko auch für mich ein bisschen Rätsel jetzt. Die waren in der Ehrenhalle auch ordentlich unterwegs, mussten sich aber geschlagen geben gegen USK hier, hatten aber im Elevator Rang 8 erreicht. Also sind ja Rang 11 in der Hall of Fame, aber Rang 8 im Elevator. Also so richtig passt das eigentlich nicht von den Werten. Ja, ich weiß nicht, ob sie starken Spieler jetzt verloren haben, ob sich das durch den Elevator geändert hat, ob das jetzt nur Zufall ist und sie halt einfach nur mehr gepilzt haben als andere Gilden. Also da bin ich echt gespannt, ob sich Antaiko nach oben bewegt oder sich der Elevator wirklich einfach nur so ein One-Hit-Wonder gewesen ist, gefühlt. Ja, weil Uskabe ist überall auf der 10, stabil, unterwegs, hat auch eine gute Performance hingelegt. Und Bolanisare, 9. in der Hall of Fame. Aber, ja, auch hier sieht man, der Abstand war fast 140 Punkte beim letzten Mal, jetzt nur noch 11 Punkte. Also Bolanisare auf der 9, zwar noch in der Hall of Fame, aber im Elevator nur 11. Wenn auch nur 16.000 Held-Token. Das ist nicht viel. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass Uskakabe sich durchsetzen wird gegen Bolanisare mit dieser Entwicklung, weil man sagen muss, im Hall of Night Bereich, da haben sie besser performt. Darüber kommt Necropolis. Necropolis hat von der Hall of Fame ein bisschen Punkteabstand verloren zu den unteren Gilden. Gleichzeitig könnte das damit zusammenhängen, weil Dothraki sehr stark nach vorne gepusht ist, in der Hall of Fame zumindest. Das sieht man auch hier in den Werten, mit 20 Leveln nochmal einen deutlichen Push erledigt. Also trotz des höheren Level-Progresses haben sie noch ein niedrigeres Durchschnittslevel als Necropolis, sind aber in der Hall of Fame vorne. Das heißt, sie haben irgendwo mehr Gildenfights gewonnen und das kann dazu führen, dass Necropolis eben weniger Punkte hat. Im direkten Fight in der Hall of Night haben sie sich auch durchgesetzt. Im Elevator haben sie es aber nicht geschafft. Da muss man sagen, Necropolis, da zeigt sich wieder die Stärke auch von der Gilde von Zombie. Die haben sich auf den 6. Platz gespielt, mit deutlichem Abstand zu Dothraki zum Beispiel. Also da wurde auf jeden Fall ordentlich investiert, damit man dort ein sehr gutes Ergebnis fährt. Und das ist ein Wink an die Konkurrenz, dass mit Necropolis immer noch zu rechnen ist. Ja, die schreibt man nicht ab. Trotzdem Dothraki in der Hall of Fame stark unterwegs. Das darf man auch nicht außer Acht lassen. Bin ich auch gespannt, wie sich das da weiterentwickelt. Und wie das dann mit Excise wird. Weil Excise hat auch im Elevator Necropolis nicht besiegen können, aber Dothraki besiegen können. Aber auch hier sieht man vorher 340 Punkte Abstand, jetzt nur noch 60. Also kann genauso sein, dass Dothraki auch Excise besiegt. Und dementsprechend Excise wieder an Necropolis ranrückt. Wird interessant sein. Genauso interessant sind die Himmelskrieger. Die Himmelskrieger haben sich auch ganz gut entwickelt in der Hall of Fame, auch wenn der Abstand zu Hubikov und den Top-Gilden etwas größer geworden ist teilweise. Haben sie im Elevator gut performt. Rang 3 mit über 2 Millionen Punkten. Sehr, sehr starke Leistung. Deckt sich nicht ganz mit der Hall of Fame-Entwicklung. Ja,
Die Ursachen habe ich schon genannt, können die gleichen sein. Trotzdem auch schön zu sehen, dass eine Gilde, die gerade nicht in den Top 3 steht, im Elevator Top 3 hat. Das heißt, Bronze-Profilbild für alle Spieler von Himmelskrieger. Das bleibt erstmal eine Weile und das macht Eindruck. Hubikov hätte das auch gern gehabt, hat es aber nicht ganz geschafft. Die sind überall stabil, 4. Platz aktuell auf dem Server. Brauchen sich da wahrscheinlich nicht mega viele Sorgen machen, außer, ja, wenn man natürlich sieht, vom Durchschnittslevel her gibt es 3 Gilden auf Augenhöhe, möchte ich sagen. Und Stammtisch ist zum Beispiel die Gilde, die sich in der Hall of Fame durchgesetzt hat. Also beim Helleweder nicht, aber in der Hall of Fame. Ja, die haben deutliche Ehrenhallenpunkte gemacht. Das ist auch nicht außer Acht zu lassen, die Entwicklung. Also ich verstehe halt nicht ganz, wie sie so viele Hall of Fame Punkte machen konnten, aber im Helleweder, ja, es sind 70.000, 80.000 Hell-Token, da geht es vielleicht um ein paar Pilze, ne? Aber hier ist echt ein sehr starker Fortschritt zu sehen und das ist echt, also die sind einige Ränge nach vorne gekommen und da bin ich gespannt, also setzt sich jetzt doch Himmelskrieger durch oder halt, also auch wieder hier Helleweder-Ergebnis, wie ähnlich bei Necropolis oder auch bei Ponad Limit, ja, oder setzen sich dann die anderen Entwicklungen durch, wobei Ponad Limit sich ja überall stark entwickelt hat. Ja, aber Stammtisch hat noch mehr Hall of Fame Entwicklung gehabt als Ponad Limit, die ja schon über 1000 Punkte gemacht haben. Also das ist deutlich Überschnitt. Und ja, klar, All That Matters, wir haben es gesehen, und Freedom dominieren. Freedom mit 2,379 Millionen, ja, mit einem sehr guten Ergebnis. Also wenn sich die Gilde so weiterentwickelt, wird der nächste Helleweder auch sehr interessant für sie werden. Da können sie sich im Durchschnitt, ja, im serverübergreifenden Vergleich auch auf deutlich weiter vorderen Plätzen freuen. Und ja, die haben natürlich auch beide Gilden extreme Ehrenhallenpunkte generiert. Sind kurz vor 900 Hall of Night Punkten Freedom und ja, man sieht auch hier die Werte, auch wenn es nicht die Top-Werte sind, das sind 2, 1 und 3 Punkte weniger als die Top-Werte der kleineren Gilden. Also die beiden dominieren den Server nach wie vor in allen Belangen der Kunst. Das Durchschnittslevel, klar, durch viele Spieler in der Dungeon-Pause, da steigt nicht mehr so viel im Verhältnis. Ja, es kann vereinzelt vielleicht Spieler geben, die keine Dungeon-Pause machen, um halt das Level weiter hoch zu pushen, um vielleicht auch in Gildenkämpfen wieder stärker unterwegs zu sein. Dazu habe ich keinen Einblick, aber wir wollen uns nochmal den serverübergreifenden Vergleich angucken. Wir suchen mal Freedom, welchen Platz Freedom hat. Also ich verfolge diese Entwicklung von Capsus Gilde das sehr, sehr gern. Sie sind 662. Platz. Ja, das sieht schon mal sehr gut aus. Ist klar. Wen haben wir denn hier so? Haben sich zwischen Skiller von F19 Ungarn und Illusionist eingepegelt. Also beide Gilden von F19, dem ungarischen Fusionsserver. S1 EU ist hier ja, mit der 8 stärksten Gilde dabei, auch Magic Mushrooms. Klar, Augenringe-Verteiler von F8.de. Sehr interessante Namen. Und ja, ich weiß gar nicht, man müsste jetzt mal auf S5 EU, 5. Platz von also Server S5 Ecoland mit 2,4 Millionen. Das wird Freedom erreichen. Also ich kann schlecht einschätzen, wie viel Hell-Token Freedom generieren wird beim nächsten Helleweder. Klar ist, im nächsten Helleweder haben die Spieler alle immer noch Dungeon-Pause. Legendärer Dungeon kommt natürlich dazwischen, das heißt bessere Ausrüstung. Boah. Aber ich rechne mal damit, dass sie locker, also vielleicht schaffen sie es in die Top 500 beim nächsten Mal. Also keine Ahnung, ist jetzt so ein Call beim nächsten Helleweder. Ich weiß nicht, ob das realistisch ist, aber denkbar ist es. Ja. Ja, und am Ende des Servers, ne, würde ich nochmal sagen hier, dass mein Char auf S9 EU, ne Quatsch, auf S8 EU, sehr stark. Ja, danke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Haut auf jeden Fall rein, macht das Servus. Macht das Tschüss und Servus. Euer Basti. So ist es.